Heute ist die Wikipedia zu Besuch in Xanten. Und zwar nicht in der Stadt Xanten, sondern im archäologischen Park Xanten, der gleich daneben liegt. Man hat nämlich die Stadt im Mittelalter Xanten nicht auf der alten Römerstadt aufgebaut, sondern auf dem römischen Friedhof. Das heißt, im 20. Jahrhundert konnte man die Gegend erschließen für einen archäologischen Park, einerseits eine Freizeitstätte, andererseits ein Ort, an dem tatsächlich noch Archäologie betrieben wird. Naja, und Glamour Tour, diese Wikimedia Deutschland Sache, da gehen Wikipedianer auf Einladung von Kulturstätten ins Land hinaus, machen Fotos, schreiben Artikel und lernen ein bisschen dazu. Also wir haben die Wikipedianer eingeladen und wir haben die Kooperation natürlich auch besucht, weil wir gemerkt haben, dass unser eigener Wikipedia-Artikel in einigen Punkten nicht mehr so aktuell ist und nicht mehr so dem entspricht, was wir mittlerweile haben. Wir haben uns als Einrichtung auch stark vergrößert und haben unser Angebot erweitert und haben natürlich dann gedacht, dass wir das ändern müssen. Wir haben auch sehr gute Empfehlungen bekommen. Die Wikipedianer wurden uns von anderen Museen des Landschaftsverbandes empfohlen, die bereits eine solche Kooperation gemacht haben. Und in diesem Zuge möchten wir der Wikipedia jetzt unsere Einrichtung näher bringen, unsere Ziele näher bringen und hoffen, dass wir nachher einen schönen Artikel daraus kriegen. Ja, bei der Glamour Tour Veranstaltung möchte ich auf jeden Fall noch die Möglichkeit nutzen, mir das hier alles vor Ort möglichst genau anschauen zu können, aber daneben auch versuchen, ein bisschen was von dem Fachwissen, von der Literatur, die hier bereitgestellt wurde, abzugreifen und mir ein bisschen die Experten anzuhören. Der Schutzbau über den Thermen, das ist etwas, was es in der Antike nicht gab. Es gab hier oben eine Galerie für Besucher. Ich habe mir gesagt, es ist ein großer, offener, also unbebauter Hallen, also im Inneren ohne Zwischengeschosse versehene Hallenkörper, pardon. Es gab hier keinen Aussichtspunkt wie heute und es gab auch nicht diesen Eingriff in die benachbarten Badesäle. Warum wurde hier ein Schutzbau gebaut? Weil hier die besterhaltenen Mauern und römischen Befunde in der ganzen Stadt liegen, die wir bei den Ausgrabungen gefunden haben. Der Ansiedlung von Industrie hier in den 60er Jahren haben wir überhaupt das Entstehen des archäologischen Parks und dieses Museums zu verdanken. Wenn damals nicht sich die Situation so zugespitzt hätte, dass das Ganze hier hätte industriell überprägt und überbaut werden, das Bodendenkmal zerstört werden sollen, wäre hier nie das Konzept schlechthin des archäologischen Parks entwickelt worden. Den Begriff archäologischer Park werden Sie alle mit Sicherheit schon gehört haben, bevor Sie nach Xanten gekommen sind. Der wurde aber hier erfunden. Ich schreibe an einer Liste der römischen Öllampen, an einer Typologie der römischen Öllampen. Die hatten wir noch nicht in der Wikipedia. Die hatten wir noch nicht in der Wikipedia und die haben wir in dieser umfangreichen Form, wie ich mir das vorstelle, noch nirgendwo. Nein. Nein. Da würden wir lügen, wenn wir behaupten, wir wüssten genau, wie es aussieht. Aber die Forschung generell hat jetzt mehr Funde von Kapitellen aus der Zeit und weiß, dass der Geschmack in der Zeit so ausgeprägt war. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass es so war, viel höher als draußen dieser eher bläulich-gelbliche und zurückhaltendere Ton, der draußen dargestellt wurde. Ja, Drohnenflug in Xanten. Wir versuchen heute Abend nach Betriebsschluss mit der Lokal-K-Drohne zu fliegen, um die Amphitheater und das gesamte Gelände zu befliegen. Senkrechtaufnahmen, Schrägaufnahmen, Filmaufnahmen. Mal gucken, was das Wetter hergibt und B, die Akkus. Wir haben die Drohne vom Lokal K in Köln um mit zu fliegen, aber auch die Kamera, die ich gerade nutze, alles Ausrüstungsgegenstände aus dem Wikipedia Lokal K. Die Wandmalerei.